Es ist mal wieder Kieler Woche Zeit. Und guck nur mal hier auf das Zentrum der seglerischen Welt zurzeit. Ins Olympiazentrum in Kiel-Schilksee gucken wir hier, wie gerade 49er zurückkommen. Die werden gezogen. Der Wind ist heute nicht sehr hoch. Ist also der erste Tag der Kieler Woche mit hochsommerlichem Wetter. 30 Grad waren es. Aber die Bedingungen auf dem Wasser waren wohl ganz okay. Nur hier unter Land, da hat er nachgelassen, der Wind. So werden die Boote reingezogen. Und da unten ist also Startplatz zu den Regatten da draußen. Hinten auf einer großen Wiese übernachten einige der Segler dann, die ja irgendwie mit Autos angereist sind. Und das ist also die große Hafenanlage. War ja mal Zentrum der Olympischen Spiele. Das war 1972, wurde weltweit bekannt dadurch, der Standort Kiel für Segeln, und ist immer noch eins der wichtigsten Standorte in Deutschland für Segeln. Und die Regatten finden draußen vor der Küste statt, also vor den Toren Kiels in der Kieler Bucht. Also hier sieht man schön, dass denn ein Schlauchboot eine Jolle im Schlepprad an der Seite hat und dann reinfährt. Reges Treiben. Und aus diesem Kanal hier einmal bis zu den Rampen, jetzt im oberen Bildteil, und dann hier einmal um die Ecke, um den Brandungsschutz. Da segeln jetzt in der nächsten Woche Tausende von Booten lang. Mehrmals täglich geht's rein und raus. Am Mittwoch wird dann hier jetzt ein riesiges Feuerwerk stattfinden. Direkt vor dem Olympiazentrum. Und dann ist Wechsel, dann kommen also neue Klassen. Da findet da einmal so ein Umbau statt. Da hinten ist jetzt der Strand zu sehen. Zwischen dem Olympiazentrum und Strande ein Platz für die Katamarane, die am Strand liegen. Das ist jetzt der Strander Strand. Und weiter raus geht der Blick jetzt nach Bülk, der Landspitze, die jeder Segler kennt, mit einem kleinen, süßen, grün-weißen Leuchtturm. Und weiter draußen ist dann der große Kiel-Leuchtturm, rot-weiß, mit einem bekannten Leuchtfeuer. Und das ist also später am Abend jetzt. Es ist nicht mehr viel los. Die Regatten sind gefahren. Und weiter hinten jetzt voraus der Innförde.
Da findet jetzt das größte Volksfest Europas statt. Also 3,3 Millionen Menschen werden erwartet und waren es auch in den letzten Jahren. Und es geht wieder Kurs zum Strand zwischen Schilksee und Strande. Einen beliebten Badestrand. Bei gutem Wetter ist hier immer viel los. Eine schön geschützte Bucht. Sodass auch gerne Motorbootfahrer hier vorfahren, hier ankern, dann baden gehen. Jetzt sieht man links die Katamarane, auf der rechten Seite die Badenden, die sich da in der Sonne aufhalten und schwimmen gehen mit schönem flachen vorderen Teil, wo man lange stehen kann. Und hier vorne ganz viele Schlauchboote, die sind da normalerweise nicht, das sind die ganzen Begleitboote und Helferboote für die Regatten, die da die Sperrgebiete dann auslegen, die Tonnen auslegen, die den Booten helfen, rein und rauszukommen bei wenig Wind. Und der etwas kleinere Hafen in Strande. Nochmal als Gesamtblick der Hafen Strande und dahinter dann Schilksee mit den markanten beiden Hochhauskomplexen. Dahinter dann der Fuhlensee. Mit den Molen, dem Brandungsschutz. Also ein ganz wunderbarer Auftakt zur Kieler Woche 2026 mit diesem Wetter. Auch das Volksfest, da werden alle begeistert sein bei dem Wetter. Und zum Schluss nochmal ein Blick auf die Kieler Bucht, da wo tagsüber das Geschehen der Wettkämpfe sein wird. Auf diesen Flächen und auf den Flächen hinten um die Landspitze Bülk herum sind die Regattabahnen.
Hinten jetzt zu sehen Laboe mit dem langen Ehrenmal. Nochmal ein letzter Blick in die Kieler Förde runter. Wo in einer Woche viele Traditionsschiffe raussegeln werden zur Windjammerparade. Das maritime Highlight der Kieler Woche dann. Also schöne Grüße von hier oben, von der Kieler Bucht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.